Lektion 1: Frische Produkte. Es gibt eine Abteilung im Lebensmittelgeschäft. Ja. Es ist für Obst und Gemüse. Sie halten sie länger frisch. Ich liebe es, wie Sie alles präsentieren. So macht das Einkaufen mehr Spaß. Kaufen Sie dort oft ein? Ich versuche, jede Woche hinzugehen. Hier ist es genauso. Frische Produkte sind unerlässlich. Einverstanden. Es ist gesünder für uns. Lektion 2: Den Zug erwischen. Kann ich hier einen Zug zum Flughafen nehmen? Ja, das können Sie. Es befindet sich direkt an dieser Station. Großartig. Wie oft laufen Sie? Sie kommen alle 30 Minuten. Perfekt. Wann ist der nächste? Sehen wir uns den Zeitplan an. Ich hoffe, ich verpasse es nicht. Du Danke schaffst für die es. Hilfe. Folge einfach den Schildern. Lektion 3: Internationale Aromen. Ich stimme zu. Sie haben eine große Auswahl. Ja, es ist erstaunlich, das zu sehen. Welche internationalen Zutaten sind Ihnen aufgefallen? Mir sind einige Gewürze aus Indien aufgefallen. Die haben einen tollen Geschmack. Ich glaube, ich werde die für mein Curry ausprobieren. Das klingt köstlich. Gibt es noch weitere Pläne? Vielleicht auch ein paar italienische Kräuter. Perfekte Wahl. Italienisches Essen ist immer ein Hit. Lektion 4: Datenschutzbedenken. Nun, ich nehme an, dass die Privatsphäre ein Problem sein könnte. Ja, es ist schwierig, alles miteinander zu verbinden. Genau. Was denkst du, sollten wir tun? Ich denke, wir müssen mit unseren Daten vorsichtig sein. Das stimmt. Wir sollten sichere Passwörter verwenden. Und vielleicht nicht zu viel online teilen? Gute Idee. Weniger teilen bedeutet mehr Privatsphäre. Ich fühle mich schon besser. Lassen Sie uns das öfter besprechen. Lektion 5: Gemeinsame Erlebnisse. Wie wäre es mit Ihrem? Es war auch gut. Ich habe es genossen. Ich bin froh, dass wir es beide geschafft haben. Ja, es war eine lustige Erfahrung. Was hat Ihnen am besten gefallen? Ich fand die Musik toll. Sie war lebhaft. Die Musik hat wirklich für Stimmung gesorgt. Absolut. Hast du getanzt? Ich habe es getan. Es war schwer zu widerstehen. Lektion 6: Networking-Möglichkeiten. Ich nehme zum zweiten Mal an dieser Konferenz teil und es ist eine großartige Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen. Ja, Networking kann sehr wertvoll sein, insbesondere in unserem Bereich. Kontakte zu knüpfen kann viele Türen öffnen. Genau. Ich freue mich immer über den Austausch und das Lernen von den Erfahrungen anderer. Ja. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Perspektiven zu neuen Ansätzen in unserer Arbeit inspirieren können. Auf jeden Fall. Außerdem ist es eine Chance, dauerhafte Beziehungen aufzubauen, die uns in Zukunft von Nutzen sein können. Auf jeden Fall. Ich finde es wichtig, mit den Leuten, die wir hier treffen, in Kontakt zu bleiben. Ich stimme zu. Eine einfache Nachricht kann die Verbindung aufrechterhalten und zeigen, dass wir ihre Erkenntnisse schätzen. Ja. Lass uns einen Plan schmieden, um mit interessanten Leuten, die wir treffen, Kontaktinformationen auszutauschen. Tolle Idee. Ich bin gespannt, wie diese Verbindungen später zu einer Zusammenarbeit führen können. Lektion 7: Lärmbeschwerden.
Entschuldigen Sie, aus dem Zimmer neben uns kommt viel Lärm, das ist ziemlich störend. Ja, ich kann es auch hören. Bei all dem Trubel ist es schwer, sich zu konzentrieren. Genau. Ich frage mich, ob wir der Geschäftsleitung etwas dazu sagen sollten. Das könnte eine gute Idee sein. Eine ruhige Umgebung ist wichtig, besonders wenn wir uns entspannen oder arbeiten möchten. Richtig. Ich hoffe, Sie können sich um den Lärm kümmern, damit wir unseren Aufenthalt genießen können. Ja. Um ein angenehmes Erlebnis zu gewährleisten, ist es wichtig, unsere Bedenken mitzuteilen. Ich denke, es ist erwähnenswert, wir haben ein Recht auf einen ruhigen Ort. Auf jeden Fall. Wenden wir uns an die Rezeption und fragen, ob sie bei der Lösung des Problems helfen können. Guter Plan. Ich möchte unsere Zeit hier lieber ungestört genießen. Lektion 8: Freiheit erkunden. Die Freiheit, die Welt in ihrem eigenen Tempo zu erkunden, ist einer der schönsten Aspekte des Reisens. Auf jeden Fall. So können Sie in neue Erfahrungen eintauchen, ohne sich gehetzt zu fühlen. Ja. Ich liebe es, herumzuwandern und verborgene Schätze zu entdecken, die vielleicht nicht in den Reiseführern stehen. Genau. Wenn Sie sich Zeit nehmen, können Sie unvergessliche Abenteuer erleben. Und es gibt ihnen die Möglichkeit, mit Einheimischen zu interagieren und etwas über ihre Kultur zu lernen. Ja. Aus diesen spontanen Momenten entstehen oft die besten Geschichten, die man erzählen kann. Dem kann ich nur zustimmen. Es geht darum, die Reise anzunehmen und jeden Moment zu genießen. Auf jeden Fall. Lasst uns einen Pakt schließen, bei unserer nächsten Reise der Erkundung Priorität einzuräumen. Das klingt fantastisch. Auf zukünftige Abenteuer voller Freiheit und Entdeckungen. Lektion 9: Weihnachtstraditionen. Jedes Jahr zu Weihnachten stellen sie dem Weihnachtsmann Milch und Kekse hin, was eine wirklich schöne Tradition ist. Ja, es ist eine zauberhafte Möglichkeit, Kinder in Urlaubsstimmung zu versetzen und die Spannung am Leben zu erhalten. Genau. Und die Vorfreude auf die Ankunft des Weihnachtsmanns macht den Weihnachtsmorgen noch besonderer. Das stimmt wirklich. Ich weiß noch, wie ich früh aufgestanden bin und gespannt war, ob dem Weihnachtsmann die Leckereien geschmeckt haben. Stimmt. Und die Freude beim Auspacken der Geschenke trägt zur Spannung der Festlichkeiten bei. Ja. Es ist eine perfekte Mischung aus Tradition und Spannung, die bleibende Erinnerungen für Familien schafft. Und es vermittelt Kindern die Freude am Schenken, indem sie an den Vorbereitungen für den Besuch des Weihnachtsmanns teilnehmen. Absolut. Diese kleinen Momente werden zu wertvollen Geschichten, die Familien über Generationen hinweg teilen. Es ist wunderbar, wie so einfache Traditionen so viel Bedeutung und Wärme vermitteln können. Lektion 10: Stilvolle Accessoires. Ich liebe es, wie ein stylischer Gürtel meine Outfits komplettieren kann. Es ist erstaunlich, wie ein kleines Accessoire einen ganzen Look aufwerten kann. Absolut. Ein guter Gürtel verleiht nicht nur Stil, sondern betont auch ihre Silhouette und verleiht ihnen ein elegantes Aussehen. Genau. Es kann ein einfaches Outfit in etwas Schickes und Zusammengesetztes verwandeln. Und es ist auch vielseitig, Sie können es je nach Anlass elegant oder leger tragen. Richtig. Ein gut gewählter Gürtel kann selbst dem einfachsten Kleidungsstück das gewisse Etwas verleihen. Ja. Es geht darum, die richtige Balance zwischen Funktionalität und Flair zu finden. Und Gürtel gibt es in so vielen Stilen und Farben, dass sie endlose Möglichkeiten zur persönlichen Entfaltung bieten. Auf jeden Fall.
Es ist eine tolle Möglichkeit, Ihre Persönlichkeit und Ihren Sinn für Mode zu zeigen. Außerdem ist der Selbstvertrauensschub, den Sie bekommen, wenn Sie etwas tragen, in dem Sie sich wohlfühlen, unbezahlbar. Lektion 11: Natürliche Rezepte. Ja, ich habe in letzter Zeit tatsächlich mit einigen Naturrezepten experimentiert und es war eine sehr lohnende Erfahrung. Das klingt spannend. Welche Rezepte haben Sie ausprobiert? Ich habe mich auf natürliche Hautpflege und Reinigungsprodukte konzentriert und dabei Inhaltsstoffe wie Kokosnussöl und ätherische Öle verwendet. Das ist fantastisch. Es muss befriedigend sein, etwas zu schaffen, das sowohl wirksam als auch frei von aggressiven Chemikalien ist. Genau. Ich liebe es, genau zu wissen, was in den Produkten steckt, die ich verwende, und es ist ein tolles Gefühl, umweltfreundlich zu sein. Auf jeden Fall. Außerdem ist es ein unterhaltsames kreatives Ventil, bei dem man Zutaten kombiniert, um zu sehen, was am besten funktioniert. Ja. Ich habe neulich sogar eine natürliche Gesichtsmaske gemacht und meine Haut fühlte sich danach verjüngt an. Wow, das ist beeindruckend. Ich wollte schon immer versuchen, meine eigenen Hautpflegeprodukte herzustellen, wusste aber nie, wo ich anfangen sollte. Es ist einfacher als Sie denken. Es gibt zahlreiche Online-Ressourcen, die Sie Schritt für Schritt durch den Prozess führen. Lektion 12: Spannende Spiele. Es bleibt spannend, wenn bei unseren Spieleabenden jeder die Möglichkeit bekommt, seine Lieblingsspiele zu spielen. Ja, das macht es so angenehm. Es macht Spaß zu sehen, wie die unterschiedlichen Geschmäcker und Vorlieben aller zusammenkommen. Genau. Wir wechseln die Spiele oft ab, sodass jeder die Möglichkeit hat, seine Favoriten zu präsentieren. Und es sorgt für Abwechslung und verhindert, dass die Nächte vorhersehbar oder langweilig werden. Stimmt. Außerdem fördert es lebhafte Diskussionen über Strategien und Erfahrungen im Zusammenhang mit jedem Spiel. Auf jeden Fall. Diese Gespräche führen oft zu urkomischen Geschichten und gemeinsamem Lachen, was die allgemeine Atmosphäre verbessert. Ja. Es geht nicht nur um die Spiele, es geht um die Verbindungen, die wir durch gemeinsame Erlebnisse aufbauen. Absolut. Das ist es, was Spieleabende so besonders macht, die Mischung aus Wettbewerb und Kameradschaft. Ich kann unseren nächsten Spieleabend kaum erwarten. Für mich ist er immer ein Highlight der Woche. Lektion 13: Motiviert bleiben. Wie bleiben Sie im Alltag motiviert? Manchmal fällt es mir schwer, meinen Antrieb aufrechtzuerhalten. Ich setze mir Ziele und verfolge meinen Fortschritt, was mir hilft, konzentriert und verantwortlich zu bleiben. Das ist ein toller Ansatz. Konkrete Ziele geben Ihnen jeden Tag etwas, wonach Sie streben können. Genau. Ich teile meine Ziele auch gerne in kleinere, überschaubare Aufgaben auf, um nicht das Gefühl zu haben, überfordert zu sein. Das ist clever. Es muss sich lohnend anfühlen, diese kleineren Aufgaben nach und nach abzuhacken. Ja. Jede erledigte Aufgabe stärkt mein Selbstvertrauen und motiviert mich, weiterzumachen. Ich sollte diese Strategie ausprobieren. Sie scheint eine praktische Möglichkeit zu sein, Schwung und Begeisterung aufrechtzuerhalten. Auf jeden Fall. Außerdem macht es die Reise viel angenehmer, wenn man unterwegs kleine Erfolge feiert. Ich stimme zu. Es sind diese kleinen Erfolgsmomente, die uns weitermachen lassen, besonders in schwierigen Zeiten. Lektion 14: Treffen im Green Valley. Treffen wir uns um 8 Uhr am Eingang von Green Valley. Passt das für Sie? Das klingt perfekt. Ich liebe es, früh in den Tag zu starten,
besonders wenn ich die Natur erkunde. Genau. Das Morgenlicht ist wunderschön und die beste Zeit, um die frische Luft zu genießen. Ja. Außerdem ist es morgens normalerweise ruhiger, was für ein friedlicheres Erlebnis sorgt. Stimmt. Ich freue mich auf unsere Wanderung und darauf, uns auszutauschen und dabei die Landschaft zu genießen. Auf jeden Fall. Es ist eine großartige Möglichkeit, inmitten der Schönheit der Natur zu entspannen und neue Energie zu tanken. Und für ein kleines Picknick im Anschluss können wir Snacks mitbringen, damit es noch schöner wird. Das ist eine wunderbare Idee. Ich werde ein paar Früchte und Sandwiches zum Teilen einpacken. Perfekt. Ich kann unser Abenteuer kaum erwarten. Es wird ein fantastischer Tag. Lektion 15: Marktanteilchancen. Sie scheinen in Schwierigkeiten zu stecken und haben in letzter Zeit Marktanteile verloren. Für uns ist es daher der perfekte Zeitpunkt, aus dieser Situation Kapital zu schlagen. Ja, das ist es wirklich. Wenn Konkurrenten schwächeln, öffnen sich für andere die Türen, die Lücke zu füllen. Genau. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Marketingstrategie unsere Stärken hervorhebt und ihre ehemaligen Kunden anspricht. Auf jeden Fall. Es ist wichtig zu vermitteln, wie wir ihre Bedürfnisse besser erfüllen können als die Konkurrenz. Genau. Das könnte unsere Chance sein, unsere Präsenz auf dem Markt zu stärken und neue Kunden zu gewinnen. Ja, und wir sollten auch darüber nachdenken, wie wir diese neuen Kunden halten können, wenn wir sie erst einmal gewonnen haben. Das ist ein guter Punkt. Der Aufbau von Loyalität ist der Schlüssel zu unserem langfristigen Erfolg. Auf jeden Fall. Wir können Strategien umsetzen, die die Kundenbindung und Zufriedenheit mit unseren Angeboten aufrechterhalten. Ich bin begeistert von dem Wachstumspotenzial, das diese Situation für uns bietet. Lektion 16: Borgs Einfluss auf den Tennissport. Borgs Karriere war ein Katalysator für schwedische Tennisspieler und inspirierte viele, die in seine Fußstapfen traten. Ja, er hat wirklich Maßstäbe für Exzellenz und Entschlossenheit gesetzt und Tennis in Schweden zu einer beliebten Sportart gemacht. Genau. Diejenigen, die zu ihm aufschauten, betrachteten ihn als Helden, und sein Einfluss ist noch heute spürbar. Es ist beeindruckend, wie ein Sportler eine ganze Generation beeinflussen und die Zukunft einer Sportart gestalten kann. Richtig. Sein Engagement und sein Erfolg haben viele junge Spieler motiviert, ihre Träume im Tennis zu verfolgen. Absolut. Und sein einzigartiger Spielstil machte den Sport spannender und zog mehr Fans an. Ja, er brachte ein Maß an Charisma und Können mit, das das Ansehen des Tennis weltweit steigerte. Auf jeden Fall. Es ist eine Erinnerung daran, wie Sport Menschen vereinen und zukünftige Talente inspirieren kann. Ich bin überzeugt, dass sein Vermächtnis aufstrebende Sportler noch viele Jahre lang inspirieren wird. Lektion 17: Tipps fürs Reisen. Ein guter Tipp ist, im Flugzeug auf Koffein und Alkohol zu verzichten. Dies kann Ihr Wohlbefinden auf langen Flügen erheblich steigern. Ja, da stimme ich voll und ganz zu. Auf Reisen ist es viel besser für den Körper, ausreichend Wasser zu trinken. Genau. Koffein kann zu Dehydration führen und Alkohol kann Ihren Schlafrhythmus stören, sodass Sie sich noch müder fühlen. Richtig. Es ist wichtig, dass Sie erfrischt und bereit für neue Entdeckungen an Ihrem Ziel ankommen, nicht benommen und träge. Ja. Ich habe gelernt, dass kleine Änderungen meiner Reisegewohnheiten mein Gesamterlebnis deutlich verbessern können. Auf jeden Fall.
Außerdem kann es hilfreich sein, während des Fluges leichte Snacks zu essen und aktiv zu bleiben. Einverstanden. Einfache Dehnübungen oder ein Spaziergang in der Kabine halten Ihren Kreislauf in Schwung und sorgen für mehr Energie. Auf jeden Fall. Das werde ich mir für meine nächste Reise merken. Es geht darum, mit einem guten Gefühl anzukommen. Ja. Lasst uns auf Reisen weitere Tipps austauschen, das hilft uns beiden, das Beste aus unseren Reisen zu machen. Lektion 18: Everglades-Ökosystem. Die Everglades sind faszinierende Feuchtgebiete, in denen hohes Gras und viele Bäume wachsen und so ein einzigartiges Ökosystem bilden. Ja, und es ist unglaublich, wie vielfältig die Tierwelt in dieser Gegend ist, die eine reiche Vielfalt an Pflanzen und Tieren beherbergt. Genau. Allerdings wurde ein Teil dieser Sümpfe für die Bebauung trockengelegt, was eine erhebliche Bedrohung für das Ökosystem darstellt. Absolut. Es ist herzzerreißend zu sehen, wie menschliche Aktivitäten eine so wichtige Umwelt zerstören können. Richtig. Naturschutzmaßnahmen sind von entscheidender Bedeutung, um das zu schützen, was noch übrig ist, und das natürliche Gleichgewicht wiederherzustellen. Ja, und wenn man die Menschen über die Bedeutung der Everglades aufklärt, kann das zu Taten und Unterstützung für den Schutz der Everglades inspirieren. Auf jeden Fall. Je mehr wir verstehen, desto stärker können wir uns für nachhaltige Praktiken einsetzen. Und es ist für zukünftige Generationen von entscheidender Bedeutung, die Schönheit und Artenvielfalt der Everglades zu erleben. Ich stimme zu. Planen wir einen Besuch, um seine Schönheit aus erster Hand zu erleben und mehr über seine Bedeutung zu erfahren. Lektion 19: Perfektes Wettervergnügen. Ja, es ist herrlich. Ich genieße dieses Wetter, nicht zu heiß und nicht zu kalt, einfach perfekt für Aktivitäten im Freien. Absolut. Die milden Temperaturen sind ideal für Picknicks, Spaziergänge oder einfach zum Entspannen im Freien mit einem guten Buch. Genau. Es ist die Art von Wetter, die dazu einlädt, mehr Zeit in der Natur zu verbringen und die Schönheit um einen herum zu genießen. Ja. Und ich finde es toll, wie es die Menschen dazu ermutigt, sich im Freien zu treffen, sei es zum Sport oder für gesellschaftliche Veranstaltungen. Stimmt. Es schafft eine so lebendige Atmosphäre, wenn alle draußen sind und den Tag genießen. Auf jeden Fall. Außerdem kann die frische Luft ihre Stimmung und ihr Energieniveau wirklich steigern. Auf jeden Fall. Ich fühle mich lebendiger und mit der Welt verbundener, wenn das Wetter genau richtig ist. Ja. Es ist eine Erinnerung daran, diese perfekten Momente zu genießen und das Beste daraus zu machen. Dem kann ich nur zustimmen. Wir freuen uns auf jeden schönen Tag, der uns bevorsteht. Lektion 20: Regen und Fotografie. Ich habe gehört, dass Jane Fotos von den Blumen machen wollte, aber leider wurde ihre Kamera vom Regen nass. So ein Mist. Ja, das ist wirklich enttäuschend. Die Schönheit von Blumen einzufangen ist immer eine wunderbare Idee, besonders nach einem Regen. Genau. Die Farben können so lebendig sein und die Tropfen verleihen den Fotos eine magische Note. Ja. Es ist schade, dass das Wetter nicht mitgespielt hat, aber hoffentlich bekommt sie bald eine weitere Chance. Stimmt. Die Natur überrascht uns immer wieder und manchmal entstehen die besten Aufnahmen ganz unerwartet. Auf jeden Fall. Außerdem können Regentage einzigartige Lichtverhältnisse schaffen, die die Fotografie verbessern. Ja. Es erinnert uns daran, dass jede Situation ihre eigene Schönheit haben kann, auch wenn sie nicht wie geplant verläuft. Genau. Ich bin sicher, dass Jane ihren großen Moment haben wird, um mit ihren fotografischen Fähigkeiten zu glänzen. Ja.
Hoffen wir, dass das Wetter beim nächsten Mal besser ist, damit sie diese schönen Momente festhalten kann. Lektion 21. Erinnerungen an Pfirsiche. Wissen Sie, es ist nicht die Tatsache, dass ich früher viele reife, leckere Pfirsiche bekam, an die ich mich am liebsten erinnere, es ist die Zeit, die ich während der Pfirsichsaison mit meiner Familie verbrachte, die mir wirklich in Erinnerung bleibt. Das klingt wunderbar. Diese Momente müssen voller Lachen und Freude gewesen sein und Erinnerungen geschaffen haben, die ein Leben lang halten. Genau. Wir haben stundenlang zusammen Pfirsiche gepflückt und dabei die Sonne und den süßen Duft des Obstgartens genossen. Es ist erstaunlich, wie solche einfachen Aktivitäten tiefe Verbindungen knüpfen und einen bleibenden Eindruck hinterlassen können. Ja, und der Geschmack dieser Pfirsiche, frisch vom Baum, war immer eine wunderbare Belohnung für unsere harte Arbeit. Das kann ich mir vorstellen. Es ist die Mischung aus harter Arbeit und Freude, die diese Erinnerungen so besonders macht. Absolut. Selbst heute noch, wenn ich einen Pfirsich esse, erinnere ich mich an diese sonnigen Tage und die Liebe, die wir teilten. Es ist wunderbar, wie Essen und Familie miteinander verschmelzen und Erlebnisse schaffen, die sowohl den Körper als auch die Seele nähren. Ja. Diese Momente haben mir den Wert des Miteinanders und die Freude an gemeinsamen Erlebnissen gezeigt. Lektion 22. Reisevorschläge. Was schlagen Sie also vor? Sollte ich während meiner Reise mehr Zeit in weniger Ländern verbringen, um wirklich in die Kultur einzutauchen? Ja, das klingt nach einem tollen Plan. Wenn Sie mehr Zeit an weniger Orten verbringen, können Sie tiefer in die lokale Kultur eintauchen und Kontakte knüpfen. Genau. Wer durch mehrere Länder hetzt, verpasst oft die wertvollen Erfahrungen, die man macht, wenn man einen Ort wirklich versteht. Richtig. Indem Sie in eine Kultur eintauchen, können Sie verborgene Schätze entdecken, die Sie in keinem Reiseführer finden würden. Und Sie können echte Beziehungen zu Einheimischen aufbauen, was oft zu unvergesslichen Erlebnissen führt. Auf jeden Fall. Diese Verbindungen können Einblicke und Geschichten liefern, die Ihr Reiseerlebnis unermesslich bereichern. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die Sprache und Bräuche kennenzulernen, wodurch Ihre Reisen noch bedeutungsvoller werden. Ja. Wenn Sie die lokalen Traditionen verstehen, können Sie den Ort und seine Menschen besser wertschätzen. Ich bin überzeugt. Ich denke, ich werde mich auf weniger Länder konzentrieren und die Reise wirklich genießen. Lektion 23. Zweifel unter Geschworenen. Es ist interessant, wie es jemandem gelang, während des Prozesses bei den Geschworenen Zweifel zu säen. Ja, diese Strategie kann den Ausgang eines Falles sehr stark beeinflussen. Es ist faszinierend, wie ein paar gestreute Zweifel Meinungen beeinflussen können. Genau. Die Verteidiger müssen sehr geschickt gewesen sein, um eine solche Unsicherheit zu erzeugen. Absolut. Es erinnert uns daran, dass es im Rechtsprozess oft eher auf der Wahrnehmung als auf bloßen Fakten beruht. Und es wirft Fragen zur Integrität des Justizsystems auf, wenn so leicht Zweifel aufkommen können. In der Tat. Es unterstreicht die Bedeutung gründlicher Untersuchungen und der Vorlage eindeutiger Beweise. Richtig. Geschworene müssen sich ihrer Entscheidungen sicher sein, und jeder Zweifel kann zu unerwarteten Urteilen führen. Ja, und es ist für beide Seiten von entscheidender Bedeutung, ihre Argumente überzeugend darzulegen, um jegliche Unklarheiten zu vermeiden. Es ist ein komplexer Tanz aus Überzeugung und Wahrheit, bei dem unglaublich viel auf dem Spiel steht. Lektion 24. Loyalisten und ihre Loyalität.
Diese Menschen wurden Loyalisten genannt, weil sie dem König in den turbulenten Zeiten der Geschichte treu blieben. Ja, es ist faszinierend, wie Loyalität Identitäten und Allianzen prägen kann, insbesondere in Konfliktzeiten. Genau. Ihre Verbundenheit zur Krone brachte sie oft in Konflikt mit anderen, die die Unabhängigkeit anstrebten. Es handelt sich um eine komplexe Dynamik, bei der Loyalität je nach Perspektive sowohl zu Ehre als auch zu Konflikten führen kann. Richtig. Viele Loyalisten waren aufgrund ihrer Loyalität mit Herausforderungen und Schwierigkeiten konfrontiert, was in der Geschichte oft übersehen wird. Auf jeden Fall. Man darf nicht vergessen, dass die Geschichte voller unterschiedlicher Sichtweisen und Erfahrungen ist. Ja, und das Verständnis der Gründe für ihre Loyalität kann wertvolle Einblicke in die Vergangenheit liefern. Auf jeden Fall. Es erinnert uns daran, wie persönliche Überzeugungen und Werte Entscheidungen in kritischen Momenten beeinflussen. Die Geschichten von Loyalisten vertiefen unser Verständnis der Komplexität von Loyalität und Patriotismus. Lektion 25: Gespräche und langfristige Vorteile. Ich habe darüber nachgedacht, wie Gespräche im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen auf lange Sicht vorteilhafter sein können. Ja, die Teilnahme an bedeutungsvollen Gesprächen ermöglicht tiefere Verbindungen und ein besseres Verständnis zwischen Menschen. Genau. Diese Interaktionen führen oft zu gemeinsamen Erkenntnissen und Ideen, die unser Leben bereichern können. Und sie fördern Vertrauen und Zusammenarbeit, die für den Aufbau starker Beziehungen unerlässlich sind. Genau. Durch Gespräche überwinden wir Unterschiede und finden eine gemeinsame Basis. Auf jeden Fall. Diese Fähigkeit kann sowohl persönliche als auch berufliche Beziehungen maßgeblich beeinflussen. Ich stimme zu. Und abschließend sollten wir uns häufiger austauschen, um unser gegenseitiges Verständnis zu verbessern? Ja, das wäre ein fantastischer Ansatz. Regelmäßiger Austausch kann unsere Erkenntnisse vertiefen und unsere Bindung stärken. Ich freue mich darauf. Gespräche sind ein Weg zu Wachstum und Verbundenheit, den wir nicht als selbstverständlich betrachten sollten. Lektion 26: Besitzer- und Spielerbewegung. Haben Sie gehört, dass frühere Eigentümer zusammengearbeitet oder sich abgesprochen haben, um die Bewegungsfreiheit der Spieler in professionellen Sportvereinen einzuschränken? Ja, es handelt sich um einen beunruhigenden Aspekt der Sportbranche, der von den Fans oft unbemerkt bleibt. Genau. Solche Praktiken können die Karriere der Spieler und ihre Chancen, neue Möglichkeiten zu finden, erheblich beeinträchtigen. Und es wirft ethische Fragen zur Fairness und zur Behandlung von Sportlern als Ware auf. Richtig. Spieler verdienen die Freiheit, ihre Karriere ohne unfaire Einschränkungen durch die Eigentümer fortzusetzen. Auf jeden Fall. Für Sportorganisationen ist es unerlässlich, das Wohlergehen und die Rechte der Athleten an erste Stelle zu setzen. Ja, und Transparenz bei diesen Geschäften ist von entscheidender Bedeutung, um faire Wettbewerbsbedingungen für alle Beteiligten zu gewährleisten. Auf jeden Fall. Fans schätzen es oft, wenn Spieler die Freiheit haben, Entscheidungen über ihre Karriere zu treffen. Und es ist eine Erinnerung daran, dass die Integrität des Sports auf fairer Behandlung und gerechten Praktiken beruht. Lektion 27: Steuern und Governance. Es ist interessant, dass die Kolonisten regiert wurden, aber dennoch Steuern an den englischen König zahlen mussten, wodurch eine komplexe Beziehung entstand. Ja, die Steuern wurden verwendet, um englische Interessen zu finanzieren, was bei den Kolonisten oft das Gefühl hinterließ, ausgebeutet zu werden. Genau.
Es ist ein klassisches Beispiel dafür, wie die Regierung manchmal die Bedürfnisse ihrer Bürger übersieht. Und es wirft wichtige Fragen zur Vertretung und den Rechten der Steuerpflichtigen auf. Richtig. Die Kolonisten waren der Meinung, dass sie ein Mitspracherecht bei der Verwendung ihrer Steuern hätten, was ihren Wunsch nach Unabhängigkeit noch verstärkte. Auf jeden Fall. Es ist ein entscheidender Moment in der Geschichte, der die Bedeutung einer fairen Regierungsführung unterstreicht. Ja, und der Kampf um Repräsentation wurde zu einer treibenden Kraft hinter revolutionären Gefühlen. In der Tat. Es ist eine Erinnerung daran, wie Wirtschaftspolitik soziale und politische Bewegungen beeinflussen kann. Und es lässt einen den Wert erkennen, bei der Regierungsführung, die das eigene Leben beeinflusst, mitreden zu können. Lektion 28: Entrumpeln und organisieren. Auf jeden Fall. Vergessen Sie nicht, auch Ihren Raum aufzuräumen und zu organisieren. Das kann einen großen Unterschied für Ihr allgemeines Wohlbefinden machen. Ja, eine aufgeräumte Umgebung führt oft zu einem klareren Geist und verbesserter Produktivität. Genau. Wenn alles seinen Platz hat, reduziert das den Stress und ermöglicht es dir, dich besser auf deine Aufgaben zu konzentrieren. Und es ist erstaunlich, wie viel leichter man sich fühlt, wenn man sich von Dingen trennt, die einem nicht mehr dienen. Richtig. Aufräumen kann befreiend sein und bringt oft Dinge ans Licht, von denen Sie gar nicht wussten, dass Sie sie haben. Ja. Es ist wie ein Neuanfang, der Raum für neue Möglichkeiten und Erfahrungen schafft. Auf jeden Fall. Außerdem kann die Organisation Ihres Raums Ihre Kreativität und Motivation im Alltag fördern. Auf jeden Fall. Es ist ein positiver Kreislauf, bei dem ein sauberer Raum zu einer klareren Denkweise führt. Und es fördert Gewohnheiten, die ein geordnetes Leben sowohl körperlich als auch geistig fördern. Lektion 29: Gehaltsrecherche für Arbeitssuchende. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich über das Durchschnittsgehalt für Positionen zu informieren, die der Position, auf die Sie sich bewerben, ähnlich sind? Ja, das ist ein kluger Schachzug. Wenn Sie das Durchschnittsgehalt kennen, können Sie bessere Angebote aushandeln. Genau. Man möchte sich nicht unter Wert verkaufen, aber man sollte sich auch nicht zu viel vornehmen. Richtig. Um sicherzustellen, dass Sie für Ihre Fähigkeiten angemessen entlohnt werden, ist es wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Und wenn Sie den Markt kennen, können Sie bei Gesprächen mit potenziellen Arbeitgebern selbstbewusster sein. Auf jeden Fall. Es spiegelt auch Ihre Professionalität und Vorbereitung wider, was Arbeitgeber zu schätzen wissen. Darüber hinaus kann Ihnen eine Gehaltsrecherche dabei helfen, zu entscheiden, ob ein Stellenangebot Ihren finanziellen Zielen entspricht. Ja, und es kann Ihren Entscheidungsprozess unterstützen, insbesondere wenn Sie konkurrierende Angebote haben. Letztlich ist es für informierte Kandidaten wahrscheinlicher, Positionen zu bekommen, die ihren Erwartungen entsprechen. Lektion 30: Fahren für Witwen. Ist Ihnen aufgefallen, dass einige Witwen in unserer Gemeinde mit der Fortbewegung zu kämpfen haben? Ja, es ist herzzerreißend. Viele von ihnen fahren nicht Auto, was es für sie schwierig macht, sich fortzubewegen. Genau. Mein Vater hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihnen zu helfen, indem er sie zu Terminen und Besorgungen fährt. Das ist unglaublich nett von ihm. Es zeigt, wie kleine freundliche Gesten das Leben eines Menschen entscheidend verändern können. Auf jeden Fall. Viele dieser Frauen fühlen sich isoliert. Jemanden zu haben, auf den sie sich verlassen können, kann diese Einsamkeit lindern. Ja, es geht nicht nur um den Transport, sondern auch um Kameradschaft und Unterstützung. Und es erinnert uns daran, wie wichtig Gemeinschaft und gegenseitiges Aufpassen sind.
Auf jeden Fall. Einfache Gesten können einen großen Einfluss auf Menschen haben, die schwere Zeiten durchmachen. Es inspiriert mich, darüber nachzudenken, wie ich dazu beitragen kann, anderen in ähnlichen Situationen zu helfen. Lektion 31. Ausgewogene Fitnessroutine. Haben Sie darüber nachgedacht, wie wichtig es ist, in Ihrem Fitnessprogramm ein Gleichgewicht zwischen Cardio- und Krafttraining herzustellen? Ja, es ist wichtig. Beide Aspekte tragen auf unterschiedliche Weise zur allgemeinen Gesundheit und zum Wohlbefinden bei. Genau. Cardiotraining trägt zur Verbesserung der Herz-Kreislauf-Gesundheit bei, während Krafttraining Muskeln aufbaut und den Stoffwechsel ankurbelt. Und wenn Sie beides integrieren, können Sie Monotonie beim Training vermeiden und dafür sorgen, dass es frisch und spannend bleibt. Richtig. Außerdem können Sie damit verschiedene Fitnessziele erreichen, sei es Gewichtsverlust oder Muskelaufbau. Darüber hinaus kann eine ausgewogene Routine Ihre körperliche Leistungsfähigkeit bei alltäglichen Aktivitäten steigern. Auf jeden Fall. Es geht darum, herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert, und die Konsistenz beizubehalten. Ja, und auf Ihren Körper zu hören ist entscheidend, um eine Routine zu entwickeln, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Letztendlich führt ein ausgewogener Ansatz zu besseren Ergebnissen und einem gesünderen Lebensstil. Lektion 32. Bibliothekshilfe für Sehbehinderte. Haben Sie von der Frau gehört, die Schwierigkeiten beim Sehen hat und Hilfe beim Zugriff auf Bücher braucht? Ja, es ist inspirierend, wie die Menschen in unserer Gemeinde zusammenkommen, um ihr zu helfen. Genau. Mein Vater hilft ihr, indem er ihr Kassetten von Büchern aus der Bibliothek holt, damit sie anhören kann. Das ist eine so aufmerksame Geste. Sie zeigt, wie viel Freundlichkeit und Unterstützung bei der Bewältigung von Herausforderungen bewirken können. Absolut. Der Zugang zu Literatur ist so wichtig, und die Technologie hat es für alle einfacher gemacht, Bücher zu genießen. Ja, und es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass Menschen mit Sehbehinderungen die gleichen Möglichkeiten haben, Geschichten zu erleben. Richtig. Es geht um Inklusivität und darum, Wege zu finden, die Ressourcen an die Bedürfnisse aller anzupassen. Auf jeden Fall. Und es erinnert uns daran, wie wir alle dazu beitragen können, die Welt zugänglicher zu machen. Gut gesagt. Sich gegenseitig zu unterstützen, bereichert unsere Gemeinschaft und fördert Empathie und Verständnis. Lektion 33. Freude an der Anstrengung. Haben Sie schon einmal die pure Freude erlebt, die körperliche und geistige Anstrengung mit sich bringt? Es ist wirklich etwas Schönes, wenn Sie Ihre Grenzen überschreiten und entdecken, wozu Sie fähig sind. Ja, absolut. Das Erfolgserlebnis nach einem harten Training oder einem anspruchsvollen Projekt kann unglaublich erfüllend sein. Es ist wie eine Belohnung für all die harte Arbeit, die man investiert hat. Genau. Es ist interessant, wie diese Anstrengung nicht nur unseren Körper stärkt, sondern auch unseren Geist schärft. Wenn man sich auf eine Herausforderung einlässt, wächst man in vielerlei Hinsicht. Auf jeden Fall. Und ich glaube, es gibt einen tiefen Respekt für die universellen ethischen Prinzipien, die unser Handeln leiten. Anstrengung ist oft mit Werten wie Hingabe und Ausdauer verbunden. Gut gesagt. Wenn wir diese Prinzipien respektieren, schaffen wir einen positiven Kreislauf der Motivation und Inspiration, nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere. Ja, und es zeigt, dass harte Arbeit zu bedeutsamen Erfolgen führen und das Gemeinschaftsgefühl und die gemeinsame Zielsetzung fördern kann. Absolut. Es ist erstaunlich, wie sich die Freude an der Anstrengung ausbreiten und andere dazu ermutigen kann, ebenfalls ihr Bestes zu geben. Genau. Ob im Sport, in der Schule oder bei persönlichen Projekten,
diese Freude kann ansteckend sein und ein Umfeld schaffen, in dem jeder aufblüht. Es ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass unsere Bemühungen, egal wie klein, zu etwas Größerem beitragen als uns selbst. Lektion 34. Sprechen lehren in Boston. Haben Sie von der neuen Jobmöglichkeit in Boston gehört? Es ist faszinierend, wie Alexander dort eine Stelle als Redenlehrer gefunden hat. Ja, das habe ich. Es ist interessant, wie sich manchmal fernab der Heimat Möglichkeiten ergeben, die dennoch zu unglaublichen Erlebnissen führen können. Genau. Obwohl er in Boston Erfolg hatte, scheint er immer noch eine starke Verbindung zu seinen Wurzeln zu haben und kehrt häufig nach Brantford zurück. Das ist ein wichtiger Aspekt, nicht wahr? Neue Möglichkeiten zu nutzen und gleichzeitig die Verbindung zu der eigenen Heimat aufrechtzuerhalten, kann sehr bereichernd sein. Absolut. Es spiegelt das Engagement für persönliches Wachstum und Gemeinschaft wider. Sprechen zu lernen ist eine sinnvolle Möglichkeit, Wissen zu teilen und andere zu stärken. Ja, und der Aufenthalt in einer pulsierenden Stadt wie Boston muss ihm eine Fülle von Erfahrungen und vielfältigen Perspektiven bieten. Richtig. Es ist ein Schmelztiegel der Ideen, der seinen Unterricht nur bereichern und seinen Horizont erweitern kann. Außerdem muss die Rückkehr nach Brantford ein Gefühl der Nostalgie und eine Erinnerung an seine Reise mit sich bringen. Es ist, als ob man ein Stück Heimat überall hin mitnimmt. Genau. Diese Erfahrungen prägen uns und sie mit anderen zu teilen, kann inspirieren und motivieren. Lektion 35. Nachhaltig und unterhaltsam. Ist Ihnen aufgefallen, dass Nachhaltigkeit tatsächlich Spaß machen und lohnend sein kann? Es ist erfrischend zu sehen, dass immer mehr Menschen diese Idee in ihrem Alltag umsetzen. Absolut. Es ist toll, alten Gegenständen durch kreative Recycling- oder Upcycling-Projekte neues Leben einzuhauchen. Das macht Nachhaltigkeit spannend. Ja, und wenn Sie Aktivitäten wie Gartenarbeit oder Kochen mit regionalen Zutaten nachgehen, wird es zu einem freudigen Erlebnis. Genau. Sie leisten nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern haben auch Spaß dabei, und das macht es so lohnend. Es ist, als würde man die perfekte Balance zwischen Verantwortung und Genuss finden. Auch die Teilnahme an umweltfreundlichen Aktivitäten kann Menschen zusammenbringen. Auf jeden Fall. Community-Events zum Thema Nachhaltigkeit fördern oft die Vernetzung und inspirieren andere zum Mitmachen. Und diese gemeinsamen Erlebnisse können bleibende Erinnerungen schaffen und gleichzeitig einer größeren Sache dienen. Ja. Es ist eine Win-Win-Situation, in der Sie sich mit Ihren Entscheidungen wohlfühlen und gleichzeitig Spaß haben können. Genau. Indem wir Nachhaltigkeit zum Vergnügen machen, können wir mehr Menschen dazu ermutigen, diese Praktiken in ihr Leben zu integrieren. Lektion 36. Netzwerkstrategien. Wurden im Workshop konkrete Networking-Strategien erwähnt? Mich würde interessieren, welche Methoden heutzutage effektiv sind. Ja, Sie haben darüber gesprochen, wie wichtig soziale Medien als leistungsstarkes Networking-Tool sind. Es ist unglaublich, wie gut wir mit nur wenigen Klicks vernetzt sein können. Auf jeden Fall. Plattformen wie LinkedIn ermöglichen es uns, mit Fachleuten aus verschiedenen Branchen in Kontakt zu treten und sinnvolle Verbindungen aufzubauen. Genau. Es geht darum, sich authentisch zu präsentieren und aufrichtig auf andere zuzugehen. Und die Teilnahme an Online-Foren oder Gruppen, die Ihren Interessen entsprechen, kann Ihnen ebenfalls neue Möglichkeiten eröffnen. Ja, diese Plattformen schaffen Räume für die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch,
was von unschätzbarem Wert sein kann. Es ist faszinierend, wie die digitale Vernetzung traditionelle Methoden verändert hat und es einfacher macht, mit Gleichgesinnten in Kontakt zu treten. Auf jeden Fall. Auch wenn Online-Networking wichtig ist, ist die Teilnahme an persönlichen Veranstaltungen für den Aufbau enger Beziehungen nach wie vor von großem Wert. Richtig. Die Kombination beider Strategien kann einen umfassenden Networking-Ansatz schaffen, der ihre Reichweite maximiert. Lektion 37: Reisen durch das Land. Haben Sie schon einmal festgestellt, dass öffentliche Verkehrsmittel die beste Option sind, wenn Sie durch das Land reisen? Sie können das Erlebnis wirklich bereichern. Ich stimme voll und ganz zu. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man die Sehenswürdigkeiten authentischer erleben und gleichzeitig mit Einheimischen in Kontakt kommen. Genau. Es ist eine tolle Möglichkeit, in die Kultur einzutauchen und ein Gefühl für den Alltag an verschiedenen Orten zu bekommen. Außerdem kommt es dabei oft zu unerwarteten Abenteuern und unvergesslichen Begegnungen, die Sie nicht hätten, wenn Sie überall mit dem Auto hinfahren würden. Auf jeden Fall. Die Beauftragung eines Reiseführers kann Ihnen außerdem wertvolle Einblicke in die Geschichte und Bedeutung der Orte geben, die Sie besuchen. Ja, ein sachkundiger Reiseführer kann Ihr Verständnis eines Ortes verändern und das Erlebnis reicher und bedeutungsvoller machen. Genau. Es geht darum, mit offenem Geist und Neugier zu erkunden. Genau. Jede Reise wird zu einer einzigartigen Geschichte voller Entdeckungen und Erfahrungen, die Ihre Perspektive prägen. Und diese Geschichten machen das Reisen wirklich lohnenswert und schaffen Verbindungen, die ein Leben lang halten. Lektion 38: Getränke sparen. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie Sie beim Getränkekauf Geld sparen und trotzdem Ihre Getränke genießen können? Absolut. Eine der einfachsten Möglichkeiten ist, Wasser zu trinken, anstatt zuckerhaltige Limonaden oder Säfte zu kaufen. Das ist gesünder und günstiger. Genau. Wasser ist für unseren Körper lebenswichtig und wird oft als erste Wahl übersehen. Außerdem ist es an den meisten Orten kostenlos. Ja. Das Mitführen einer wiederverwendbaren Wasserflasche spart nicht nur Geld, sondern reduziert auch den Plastikmüll, was ein Gewinn für die Umwelt ist. Das ist ein guter Punkt. Es ist erstaunlich, wie kleine Änderungen im Laufe der Zeit zu erheblichen Einsparungen führen können. Auf jeden Fall. Und wenn Sie unterwegs sind, kann es eine kluge Entscheidung sein, nach Wasser statt anderen Getränken zu fragen. Richtig. Außerdem können Sie Ihrem Wasser für eine erfrischende Note immer eine Scheibe Zitrone oder Gurke hinzufügen. Auf jeden Fall. Es geht darum, bei der Auswahl kreativ zu sein und gleichzeitig das Budget im Auge zu behalten. Und diese einfachen Gewohnheiten können sich wirklich summieren, sodass Sie Geld für andere angenehme Erlebnisse übrig haben. Lektion 39: Unvergessliche Begegnungen mit Einheimischen. Gab es auf Ihren Reisen unvergessliche Begegnungen mit Einheimischen? Ich glaube, solche Erlebnisse machen die Reise oft unvergesslich. Ja, in Italien habe ich eine Familie kennengelernt, die mich zum Abendessen zu sich nach Hause eingeladen hat, und es war eine sehr herzliche und einladende Erfahrung. Das klingt unglaublich. Ein gemeinsames Essen mit Einheimischen bietet einen tiefen Einblick in ihre Kultur und Traditionen. Absolut. Es ist erstaunlich, wie Essen Menschen zusammenbringen und dauerhafte Bindungen schaffen kann. Und als ich Ihre Geschichten über die Region hörte, fühlte sich mein Besuch viel persönlicher und bereichernder an. Ja. Diese echten Interaktionen führen oft zu den schönsten Erinnerungen an unsere Reisen.
Genau. Es erinnert uns daran, dass die besten Erfahrungen oft dadurch entstehen, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Auf jeden Fall. Durch den Kontakt mit Einheimischen können wir Reiseziele durch ihre Augen sehen, was die Reise noch bedeutsamer macht. Und diese Begegnungen unterstreichen die Bedeutung von Gemeinschaft und gemeinsamen Erfahrungen, die Sprach- und Kulturbarrieren überwinden. Lektion 40: Service in der Hotellerie. Haben Sie schon einmal über die verschiedenen Rollen nachgedacht, die man in der Hotelbranche übernehmen kann? Es ist faszinierend, wie viele Möglichkeiten es gibt, etwas zu bewegen. Ja, Sie könnten Koch werden und ausgefallene Mahlzeiten für Ihre Gäste zubereiten. Das ist eine sehr lohnende Möglichkeit, Ihre Leidenschaft für das Essen zu teilen. Genau. In diesem Umfeld können kulinarische Fähigkeiten wirklich glänzen und es ist etwas Besonderes, Menschen durch das Essen glücklich zu machen. Und es geht nicht nur um das Essen, das gesamte Speiseerlebnis kann bei den Gästen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Absolut. Beim Service in Hotels geht es darum, unvergessliche Momente zu schaffen, und jede Rolle trägt zu diesem Erlebnis bei. Ja, und auch Positionen wie Concierge oder Rezeptionspersonal spielen eine entscheidende Rolle dabei, dass sich Gäste willkommen und wertgeschätzt fühlen. Richtig. Es geht um Teamarbeit, bei der der Einsatz jedes Einzelnen zur allgemeinen Zufriedenheit der Besucher beiträgt. Und die Gastronomiebranche ist insofern einzigartig, als sie es ihnen ermöglicht, mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten in Kontakt zu treten und so eine lebendige Atmosphäre zu schaffen. Genau. Es ist ein dynamisches Feld, in dem Leidenschaft und Hingabe einen gewöhnlichen Aufenthalt in etwas Außergewöhnliches verwandeln können. Lektion 41: Arbeiter am Hovor-Staudamm. Haben Sie schon einmal an die Arbeiter gedacht, die im Hovor-Staudamm Material auf- und abtransportieren? Ihr Einsatz war für den Bau dieses gewaltigen Bauwerks von entscheidender Bedeutung. Ja, es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie das durch den Damm aufgestaute Wasser den Lake Mead bildet, der heute so vielen Zwecken dient. Genau. Der Damm liefert nicht nur Wasserkraft, sondern reguliert auch die Wasserversorgung für Millionen Menschen. Und diese Arbeiter spielten eine entscheidende Rolle dabei, all dies zu ermöglichen, indem sie schwierige Bedingungen ertrugen, um das Projekt abzuschließen. Es unterstreicht deutlich, wie wichtig Teamarbeit und Hingabe bei der Bewältigung monumentaler Aufgaben sind. Absolut. Der Hovor-Staudamm ist ein Beweis für menschlichen Einfallsreichtum und harte Arbeit und steht als Vermächtnis dieser Anstrengungen. Richtig. Und es ist erstaunlich, welche Auswirkungen dies auf die umliegenden Gemeinden und die Umwelt hatte. Ja, und wenn wir die Geschichte hinter solchen Bauwerken verstehen, können wir ihre Bedeutung besser einschätzen. Es ist eine Erinnerung daran, dass jedes Projekt, egal wie groß oder klein, auf dem Engagement einzelner Menschen beruht, die zusammenarbeiten. Lektion 42: Hausarbeiten und Pflichten. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Arbeit es kostet, einen Haushalt reibungslos am Laufen zu halten? Meine Mutter wäscht zum Beispiel unsere gesamte Kleidung und bügelt sie manchmal sogar, wenn es nötig ist. Ja, es ist unglaublich, wie viel Aufwand in diese alltäglichen Aufgaben fließt, die oft unbemerkt bleiben. Es ist definitiv eine Herzensangelegenheit. Genau. Meine Mutter sagt immer, dass der Tag nicht genug Stunden hat, um alles zu erledigen, aber sie schafft es, alles zu organisieren. Das ist beeindruckend. Es zeigt deutlich, wie viel Engagement und Verantwortung die Führung eines Haushalts mit sich bringt. Auf jeden Fall.
Und es ist wichtig, die harte Arbeit anzuerkennen, die in die Instandhaltung eines Hauses fließt, da es für alle eine angenehme Umgebung schafft. Ja, und das Teilen dieser Aufgaben kann die Belastung verringern und die Teamarbeit innerhalb der Familie fördern. Genau. Es ist eine wertvolle Lektion in Sachen Zusammenarbeit und Verständnis für die Bemühungen anderer. Auf jeden Fall. Wenn alle mit anpacken, erleichtert das nicht nur die Arbeit, sondern stärkt auch den Familienzusammenhalt. Es ist eine Erinnerung daran, dass das Erkennen und Schätzen der Mühe, die hinter den alltäglichen Aufgaben steckt, zu einem harmonischeren Zuhause führt. Lektion 43: Spaß am Spieleabend. Brettspielabende mit Freunden sind doch immer ein Riesenspaß, oder? Es ist etwas Besonderes, sich um einen Tisch zu versammeln und gemeinsam in ein Spiel einzutauchen. Absolut. Die Spannung des Wettkampfs und das Gelächter im Raum sorgen für eine lebendige Atmosphäre. Es ist die perfekte Möglichkeit, nach einer langen Woche abzuschalten. Genau. Außerdem gibt es immer dieses eine Spiel, für das sich alle mit großer Leidenschaft begeistern, was die Sache noch unterhaltsamer macht. Ja. Und ob Strategiespiele oder Partyspiele, jedes verleiht dem Abend seine ganz eigene Note. Es ist erstaunlich, wie Spiele Gespräche und Kameradschaft anregen können. Stimmt. Ich finde es toll, wie sie die Interaktion und manchmal sogar freundliche Scherze fördern, was den Spaß noch steigert. Auf jeden Fall. Und selbst wenn jemand verliert, ist das Erlebnis oft voller toller Erinnerungen und urkomischer Momente. Genau. Es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern darum, die Gesellschaft des anderen zu genießen und eine gute Zeit zu haben. Und die Snacks? Nicht zu vergessen sind die Snacks zu den Spieleabenden, die alles noch besser machen. Ja. Eine gute Mischung aus Leckereien kann das Erlebnis verbessern und allen Energie für die nächste Runde geben. Lektion 44: Dickens als Redner. Wussten Sie, dass Dickens als Redner berühmt war? Große Menschenmengen versammelten sich, nur um seine fesselnde Stimme und seine Geschichten zu hören. Ja, es ist faszinierend, wie er ein so großes Publikum anziehen und es mit seinen Worten und seinem dramatischen Flair fesseln konnte. Genau. Seine Fähigkeit, den Figuren durch seine Lesungen Leben einzuhauchen, machte das Erlebnis für seine Zuhörer unvergesslich. Und es ist beeindruckend, wie es ihm gelang, die Menschen nicht nur mit seinen Texten, sondern auch durch Live-Auftritte zu begeistern. Stimmt. Dickens besaß ein einzigartiges Talent, eine Verbindung zu seinem Publikum aufzubauen und jedem das Gefühl zu geben, Teil der Geschichte zu sein. Ja, und es spricht Bände über die Macht des Geschichtenerzählens als Mittel der Kommunikation und Verbindung. Auf jeden Fall. Seine öffentlichen Reden unterhielten viele nicht nur, sondern inspirierten sie auch dazu, kritisch über die sozialen Probleme seiner Zeit nachzudenken. Und es ist interessant zu sehen, wie sich sein Charisma und seine Leidenschaft für seine Arbeit auf seine öffentliche Person übertragen haben. Ja. Er war nicht nur ein Schriftsteller, er war ein Gesellschaftskommentator, der seine Plattform nutzte, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Lektion 45: Vertrauen in die Regierung. Haben Sie von den jüngsten Erklärungen gehört, mit denen die Zustimmung zu den Maßnahmen der neuen Regierung zum Ausdruck gebracht wurde? Das ist für die politische Landschaft von Bedeutung. Ja, ich finde es faszinierend, wie wichtig es für Regierungen ist, Vertrauen in ihr Handeln auszudrücken, insbesondere in Übergangsphasen. Genau. Solche Erklärungen können den Bürgern ein Gefühl der Stabilität und Sicherheit vermitteln, was für das öffentliche Vertrauen von entscheidender Bedeutung ist. Auf jeden Fall. Es zeigt ein Engagement für Transparenz und Rechenschaftspflicht,
das dazu beitragen kann, die Beziehung zwischen Regierung und Bevölkerung zu stärken. Und es ist interessant zu sehen, wie diese Aussagen die öffentliche Wahrnehmung beeinflussen und sich auf zukünftige politische Maßnahmen auswirken können. Ja. Wenn eine Regierung ihre Zuversicht offen kommuniziert, kann sie die Bürger dazu ermutigen, sich aktiver für gesellschaftliche Belange zu engagieren. Genau. Es erinnert uns daran, dass es bei effektiver Governance nicht nur um Richtlinien geht, sondern auch darum, wie diese Richtlinien kommuniziert werden. Genau. Eine gute Kommunikation kann zu einer besser informierten und engagierteren Bürgerschaft führen, was für eine gesunde Demokratie unerlässlich ist. Und in Zeiten der Unsicherheit können solche Erklärungen als Leuchtfeuer der Hoffnung dienen und den Menschen durch die Herausforderungen führen. Lektion 46: Eishockeyspaß. Wenn das Eis hart genug ist, schnappen meine Freunde und ich uns die Schlittschuhe und spielen Hockey. Es ist einfach ein Nervenkitzel, aufs Eis zu gehen. Das klingt nach so viel Spaß. Es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, über Eis zu gleiten und die Spannung eines Spiels. Genau. Die Kameradschaft unter Freunden macht es noch schöner, besonders wenn alle als Team zusammenarbeiten. Ja. Und ich liebe es, wie viel Spaß das Hockeyspielen im Freien mit der frischen Luft und der natürlichen Umgebung noch mehr macht. Absolut. Es schafft eine so lebendige Atmosphäre und das Geräusch von Schlittschuhen auf dem Eis ist Musik in meinen Ohren. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, in den kälteren Monaten aktiv zu bleiben und Körper und Geist mit Energie zu versorgen. Richtig. Und diese Momente des freundschaftlichen Wettbewerbs führen oft zu Gelächter und unvergesslichen Erinnerungen. Ja. Es ist erstaunlich, wie ein einfaches Spiel Menschen zusammenbringen und dauerhafte Bindungen schaffen kann. Und der Nervenkitzel, ein Tor zu schießen oder einen tollen Spielzug hinzulegen, ist das Sahnehäubchen. Lektion 47: Europäischer Umbruch. Es ist schockierend, wenn man bedenkt, wie verzweifelt die Menschen in vielen Fällen um ihr Leben kämpften, insbesondere während der europäischen Umwälzungen. Ja, und die Art und Weise, wie die Europäer die jahrhundertelang bestehenden Handels- und Sozialsysteme zerstörten, ist eine deutliche Erinnerung an die Auswirkungen der Kolonialisierung. Genau. Diese Aktionen hatten verheerende Auswirkungen auf die örtlichen Gemeinden und zerstörten ihre gewohnte Lebensweise. Ja, und es ist herzzerreißend zu sehen, wie ganze Kulturen davon betroffen waren, was oft zu langfristigen Folgen führte. Richtig. Es ist wichtig, die Widerstandsfähigkeit jener Gemeinschaften anzuerkennen, die trotz solcher Herausforderungen um die Bewahrung ihrer Identität gekämpft haben. Auf jeden Fall. Das Verständnis dieser Geschichte ermöglicht es uns, die Komplexität moderner Gesellschaften heute zu verstehen. Und es betont, wie wichtig es ist, das kulturelle Erbe zu respektieren und den Wert unterschiedlicher Systeme anzuerkennen. Ja. Es ist eine eindringliche Lektion darüber, wie eng unsere Geschichte miteinander verknüpft ist und wie wichtig Empathie in unseren globalen Interaktionen ist. Auf jeden Fall. Indem wir aus der Vergangenheit lernen, können wir eine gerechtere und fairere Zukunft für alle anstreben. Lektion 48: Neuer Teamleiter. Was ist Ihre neue Position? Ich habe gehört, Sie wurden kürzlich befördert. Ich bin jetzt Teamleiter und freue mich riesig über die Möglichkeit, meine Kollegen anzuleiten und zu unseren Projekten beizutragen. Das ist fantastisch. Die Rolle eines Teamleiters bringt zwar eine Reihe von Herausforderungen mit sich, klingt aber gleichzeitig lohnend. Auf jeden Fall. Ich freue mich darauf, die Zusammenarbeit zu fördern und alle zu ermutigen, ihre Ideen und Stärken einzubringen.
Ja. Es geht darum, ein integratives Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder wertgeschätzt fühlt und motiviert ist, seinen Beitrag zu leisten. Genau. Ich glaube, wenn sich Teammitglieder unterstützt fühlen, steigert das die Kreativität und Produktivität. Richtig. Und ihre Führung kann andere wirklich dazu inspirieren, zu wachsen und ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ja. Ich bin fest entschlossen, mit gutem Beispiel voranzugehen und meinem Team bei Herausforderungen und Erfolgen zur Seite zu stehen. Das ist der richtige Geist. Ich bin überzeugt, dass Sie in dieser Rolle brillieren und einen positiven Einfluss haben werden. Lektion 49. Vorfreude auf warmes Wetter. Mir geht es genauso. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich wärmer wird. Es fühlt sich an, als hätte der Winter ewig gedauert. Ja. Der Frühlingsanfang mit all den blühenden Blumen und den längeren Tagen hat etwas Belebendes. Genau. Es eröffnet so viele Möglichkeiten für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Picknicks. Und vergessen Sie nicht all die tollen Veranstaltungen und Festivals, die das wärmere Wetter mit sich bringt. Genau. Ich finde es toll, wie Gemeinschaften in dieser Zeit lebendig werden und Menschen zusammenkommen, um zu feiern. Ja. Es ist eine tolle Gelegenheit, die Natur zu genießen und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen. Absolut. Außerdem kann der Sonnenschein Ihre Stimmung und Ihr Energieniveau wirklich steigern. Ja. Bei schönem Wetter fühle ich mich immer motivierter und inspirierter. Mir geht es genauso. Wir hoffen auf einen frühen Frühling, der Wärme und Freude bringt. Lektion 50. Kindheitserinnerungen und Musik. Als kleines Mädchen musste ich manchmal weinen, wenn ich schöne Musik hörte. Das war ein sehr starkes emotionales Erlebnis. Ja, Musik berührt unsere Herzen und ruft tiefe Gefühle hervor, die sich oft nicht mit Worten ausdrücken lassen. Genau. Bestimmte Melodien können Sie in bestimmte Momente Ihres Lebens zurückversetzen und lebendige Erinnerungen wecken. Ja. Es ist faszinierend, wie Musik uns mit unseren Emotionen verbinden und uns in schwierigen Zeiten sogar heilen kann. Stimmt. Ich erinnere mich, dass mich die Lieder, die meine Erfahrungen widerspiegelten, besonders in schwierigen Momenten sehr bewegt haben. Absolut. Es ist wie ein Soundtrack unseres Lebens, der uns durch Höhen und Tiefen führt. Und diese emotionalen Reaktionen können unglaublich kathartisch sein und uns helfen, unsere Gefühle zu verarbeiten. Ja. Es ist eine schöne Erinnerung an die universelle Sprache der Musik und ihren Einfluss auf unser Leben. Genau. Ich denke, es ist wichtig, diese Emotionen zuzulassen und die Musik zu einem Teil unserer Heilungsreise zu machen.